Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo auch von mir. In diesem Podcast lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. Heute sprechen wir über Gefühle. Gefühle sind immer da, aber darüber zu sprechen ist nicht immer leicht. Oh ja, besonders in einer anderen Sprache ist das oft schwierig. Deshalb zeigen wir euch heute, wie ihr auf Deutsch über eure Gefühle sprechen könnt. So, dass andere wirklich verstehen, wie es euch geht. Wir geben euch dafür einfache Wörter, nützliche Redewendungen und praktische Tipps. So könnt ihr mit Freunden, Familie oder anderen Menschen über eure Gefühle sprechen. Und ich möchte gleich ehrlich sagen, über Gefühle auf Deutsch zu sprechen kann wirklich schwer sein. Ich kenne das sehr gut aus eigener Erfahrung. Wirklich? Warum genau? Ich habe eine deutsche Freundin. Am Anfang war mein Deutsch okay für den Alltag. Ich konnte über Arbeit sprechen, über Pläne oder über Essen. Aber sobald es um Gefühle ging, wurde es schwierig. Was war denn schwierig? In bestimmten Situationen wusste ich genau, was ich fühle, aber nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Zum Beispiel, wenn ich traurig war oder unsicher oder wenn mich etwas gestört hat, ich es aber nicht verletzend sagen wollte. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann fehlen plötzlich die richtigen Worte. Genau. Und das ist ein sehr typisches Problem. Man fühlt etwas sehr klar, aber die Worte fehlen. Und dann sagt man entweder gar nichts oder etwas, das nicht ganz passt. Genau. Und genau deshalb machen wir diese Folge. Damit euch das nicht genauso passiert. Heute geben wir euch die Wörter und Redewendungen, die ich mir damals gewünscht hätte. Also Wörter, mit denen man Gefühle einfach und ehrlich ausdrücken kann. Markus, welche Wörter können unsere Zuschauer benutzen, um ihre Gefühle zu beschreiben? Markus, welche Wörter können unsere Zuschauer benutzen, um ihre Gefühle zu beschreiben? Eine sehr gute Frage. Wir fangen am besten mit einfachen und häufigen Wörtern an. Wörter, die man jeden Tag benutzen kann. Also nicht zu kompliziert. Genau. Zum Beispiel das Wort glücklich. Glücklich bedeutet, dass es dir gut geht und du dich freust. So wie, wenn man einen schönen Tag hat oder gute Nachrichten bekommt. Richtig. Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Eigentlich heute. Und das überrascht mich selbst ein bisschen, weil es kein besonderer Tag war. Das finde ich spannend. Was hat dich denn heute glücklich gemacht? Meine ganz normale tägliche Routine. Die gibt mir Struktur und Ruhe und das macht mich glücklich. Kannst du das ein bisschen erklären? Ja, zum Beispiel mein Morgen. Ich stehe nicht in Eile auf. Ich trinke in Ruhe einen Kaffee und schaue nicht sofort aufs Handy. Das macht mich glücklich, weil mein Kopf ruhig bleibt. Also kein Stress direkt nach dem Aufstehen. Genau. Danach gehe ich ein Stück zu Fuß. Ich laufe langsam und höre Musik oder einfach die Umgebung. Das macht mich glücklich, weil ich mich frei fühle. Das klingt nach einem guten Start in den Tag. Ja, und wenn ich dann arbeite oder lerne, mache ich nicht alles gleichzeitig. Ich konzentriere mich auf eine Sache. Das macht mich glücklich, weil ich mich nicht überfordert fühle. Das Wort überfordert passt hier gut. Ja. Früher wollte ich alles auf einmal machen und war schnell gestresst. Jetzt plane ich meinen Tag einfacher und das macht mich glücklicher. Und wie sieht dein Tag weiter aus? In der Mittagspause esse ich etwas Kleines und gehe kurz raus. Frische Luft macht mich immer glücklich,
auch wenn es nur 10 Minuten sind. Das sind viele kleine Dinge. Genau. Und am Nachmittag mache ich bewusst kleine Pausen. Wenn ich merke, dass ich müde bin, stehe ich auf oder trinke einen Tee. Das macht mich glücklich, weil ich auf meinen Körper höre. Das ist ein wichtiger Punkt. Viele hören da nicht auf sich. Am Abend mache ich dann etwas, das mir Spaß macht. Ich lese, telefoniere mit einer Freundin oder schaue eine Serie. Das macht mich glücklich, weil ich abschalten kann. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie man Glück auf Deutsch beschreiben kann. Du hast nicht nur gesagt, ich bin glücklich, sondern auch erklärt, warum. Genau das ist wichtig beim Deutschlernen. Glücklich sein kann viele Bedeutungen haben. Man kann glücklich sein, weil man ruhig ist, weil man Zeit hat oder weil man sich wohlfühlt. Wenn ihr lernt, solche kleinen Situationen zu beschreiben, lernt ihr automatisch mehr Deutsch. Ihr benutzt einfache Wörter und verbindet sie mit eurem Alltag. So wird die Sprache lebendig und persönlich. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man Glücklichsein auf Deutsch beschreiben kann. Ja, und mir ist aufgefallen, dass Glück oft aus vielen kleinen Dingen besteht. Genau. Aber Gefühle sind nicht immer positiv. Stimmt. Manchmal fühlt man sich auch traurig. Und das ist genauso normal. Traurig sein gehört zum Leben dazu. Aber darüber zu sprechen ist oft noch schwieriger. Besonders in einer anderen Sprache. Viele wissen nicht, wie sie traurig auf Deutsch sagen sollen. Oder sie sagen nur, mir geht es nicht gut. Genau. Das ist nicht falsch, aber man kann es auch genauer sagen. Traurig bedeutet zum Beispiel, dass man etwas vermisst oder dass etwas nicht so gelaufen ist, wie man es wollte. Oder dass man sich allein fühlt oder enttäuscht ist. Und auch diese Gefühle darf man ausdrücken. Auf Deutsch kann man zum Beispiel sagen, ich bin traurig. Oder ich fühle mich gerade nicht gut. Bevor wir gleich mit dem nächsten Gefühl weitermachen, möchten wir kurz etwas mit euch teilen. Wenn ihr gerade zuhört, überlegt einmal kurz. Welches Gefühl hattet ihr heute schon? Vielleicht wart ihr glücklich, vielleicht müde oder vielleicht auch ein bisschen gestresst. Wenn ihr möchtet, schreibt es gern in die Kommentare. Das ist eine gute Übung, um Gefühle auf Deutsch zu benennen. Und es hilft euch, die Wörter aktiv zu benutzen. Wenn euch diese Folge gefällt oder euch beim Deutschlernen hilft, gebt ihr gern ein Like. So sehen wir, welche Themen für euch interessant sind. Und wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr keine neue Folge. Außerdem möchten wir wissen, was euch noch interessiert. Welche Themen sollen wir als nächstes besprechen? Gefühle, Alltagssituationen oder vielleicht Gespräche bei der Arbeit? Schreibt uns eure Ideen gern in die Kommentare. Wir schauen sie uns an und nehmen sie für kommende Folgen mit. So, Sarah, wie fühlst du dich eigentlich in diesem Moment? In diesem Moment fühle ich mich konzentriert und ein bisschen neugierig. Neugierig ist ein gutes Gefühl. Und warum bist du neugierig? Ich bin neugierig, weil ich heute viele neue Wörter lernen möchte. Sehr gut. Ich fühle mich heute motiviert. Motiviert ist ein positives Gefühl. Ich mag positive Gefühle. Welche positiven Gefühle kennst du noch? Zum Beispiel fröhlich, glücklich oder aufgeregt. Sehr gut. Kannst du einen Satz mit glücklich sagen? Ja, ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde treffe.
Perfekt. Ich bin glücklich, wenn ich gutes Essen habe. Ich auch. Essen hat viel mit Gefühlen zu tun. Stimmt. Und was ist mit Stolz? Ich bin stolz auf meine Schwester. Sie spielt sehr gut Gitarre. Das ist schön. Ich bin stolz auf meinen Deutschkurs. Das kannst du auch sein. Jetzt sprechen wir über schwierigere Gefühle. Ja, auch negative Gefühle sind wichtig. Traurig kennen wir schon. Ich bin traurig, wenn mein Urlaub zu Ende ist. Oh ja, das kenne ich auch. Und dann gibt es noch wütend. Wütend. Wann bist du wütend? Ich bin wütend, wenn jemand zu spät kommt. Und du? Ich bin wütend, wenn meine Internetverbindung sehr langsam ist. Das ist wirklich frustrierend. Frustriert ist auch ein Gefühl. Genau. Ich bin frustriert, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich bin frustriert, wenn ich ein Puzzle nicht lösen kann. Das ist ein gutes Beispiel. Und wie fühlst du dich vor einer Prüfung? Vor einer Prüfung bin ich immer sehr nervös. Nervös ist typisch. Mein Herz klopft dann schnell und ich kann nicht still sitzen. Dann bist du unruhig. Genau, unruhig. Das passiert vielen Menschen. Sprechen wir noch über Überraschungen. Überrascht. Ich bin überrascht, wenn ich einen alten Freund treffe. Oder wenn sich das Wetter plötzlich ändert. Oh ja, heute Morgen hat die Sonne geschienen und jetzt regnet es. Ich war zuerst sehr überrascht und jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht? Warum bist du enttäuscht? Ich wollte heute Abend spazieren gehen, aber bei dem Wetter vielleicht lieber nicht. Das verstehe ich gut. Manchmal müssen wir unsere Pläne ändern. Ja, und dann bin ich manchmal auch gelangweilt. Gelangweilt ist ein typisches Gefühl. Man kann auch sagen, mir ist langweilig. Genau. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Dann schaue ich mir Videos an oder rufe einen Freund an. Gute Ideen. Ich putze dann manchmal meine Wohnung. Wirklich? Macht Putzen dir Spaß? Nicht immer, aber danach fühle ich mich produktiv. Produktiv ist ein interessantes Gefühl. Ich fühle mich produktiv, wenn ich eine Liste mit Aufgaben fertig mache. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Jetzt sprechen wir über körperliche Gefühle, zum Beispiel Hunger. Ich bin hungrig. Das ist ein starkes Gefühl. Ja. Oder ich bin durstig. Und manchmal bin ich müde. Das hatten wir schon. Genau. Das Gegenteil von müde ist wach oder ausgeruht. Ich bin wach. Und ich bin ausgeruht. Heute bin ich leider nicht sehr ausgeruht. Ich bin eher müde. Das ist nicht so gut. Du brauchst mehr Schlaf. Ich weiß. Aber abends bin ich oft sehr wach. Das ist mein Problem. Vielleicht bist du abends zu aktiv. Vielleicht. Manchmal bin ich abends sehr aktiv und danach total erschöpft. Erschöpft ist stärker als müde. Genau. Ich bin erschöpft nach der Arbeit. Oder nach einem sehr langen Tag. Fühlst du dich manchmal auch krank? Ja, manchmal. Dann fühle ich mich schwach und habe Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen, wenn ich zu viel Eis esse. Das ist keine gute Idee. Du solltest auf deine Gesundheit achten. Du hast recht. Gesundheit ist sehr wichtig. Wie fühlst du dich eigentlich in einer großen Menschenmenge? In einer großen Menschenmenge fühle ich mich manchmal unsicher. Das kann ich gut verstehen. Mir geht es ähnlich. Manchmal fühle ich mich unsicher und manchmal sogar einsam.
Einsam kann man sich auch fühlen, obwohl viele Menschen um einen herum sind. Ja, das klingt vielleicht komisch, aber es ist ganz normal. Genau. Das ist nichts Seltsames. In solchen Momenten hilft es oft, mit jemandem zu sprechen. Ja, das klingt vielleicht komisch, aber es ist ganz normal. Genau. Das ist nichts Seltsames. In solchen Momenten hilft es oft, mit jemandem zu sprechen. Das habe ich auch gelernt. In meiner Familie gab es jemanden, dem es mental nicht gut ging. Wirklich? Ja, diese Person war oft sehr traurig oder sehr müde, auch ohne einen klaren Grund. Das kann schwer sein. Für die Person selbst und für die Familie. Ja, das stimmt. Am Anfang haben wir das nicht richtig verstanden. Und später? Später haben wir gemerkt, dass mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Diese Person war nicht schwach. Sie brauchte einfach Unterstützung. Genau. Wenn es jemandem mental nicht gut geht, ist das kein Fehler. Und darüber zu sprechen hilft oft schon ein bisschen. Ja. Gefühle auszusprechen kann entlasten. Zum Beispiel zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Oder ich fühle mich oft traurig oder leer. Diese Sätze sind einfach, aber sehr wichtig. Und man muss nicht alles erklären. Nein. Manchmal reicht es, ehrlich zu sagen, wie man sich fühlt. Und jemandem zuzuhören ist auch sehr wichtig. Absolut. Zuhören kann sehr viel helfen. Ich finde es gut, dass wir auch über solche Gefühle sprechen. Ja. Sie gehören genauso zum Leben dazu. Und es ist gut zu wissen, dass man damit nicht allein ist. Genau. Gefühle, auch schwere Gefühle darf man haben und aussprechen. Ja, das hilft wirklich. Und wie fühlst du dich, wenn du allein bist? Meistens fühle ich mich wohl. Ich fühle mich wohl, wenn ich Zeit für mich habe. Das ist schön. Ich fühle mich auch oft wohl, wenn ich allein bin. Aber manchmal fühle ich mich trotzdem einsam. Ja, das passiert. Dann denke ich an meine Freunde oder melde mich bei ihnen. Das ist eine gute Idee. Jetzt sprechen wir über Liebe. Liebe ist ein sehr starkes Gefühl. Ja, ich bin verliebt. Verliebt zu sein ist ein wunderbares Gefühl. Man fühlt sich leicht und glücklich. Absolut. Und was ist das Gegenteil davon? Zum Beispiel, wenn man sehr traurig ist. Man kann sagen, mein Herz ist gebrochen. Das klingt sehr stark, aber es stimmt. Hast du Angst vor etwas? Ja, ich habe Angst vor großen Hunden. Wirklich? Ich habe Angst vor hohen Gebäuden. Dann wird mir schwindlig. Schwindlig werde ich auch, wenn ich auf einen hohen Turm steige. Ich auch. Dann halte ich mich immer fest. Gute Idee. Wie fühlst du dich, wenn du etwas Neues beginnst? Wenn ich etwas Neues anfange, bin ich oft aufgeregt und gleichzeitig ängstlich. Das ist eine Mischung aus Gefühlen. Genau. Gefühle sind selten einfach. Das stimmt. Manchmal fühlen wir zwei Dinge gleichzeitig. Zum Beispiel, ich bin glücklich, dass ich Urlaub habe, aber ich vermisse meine Kollegen. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und vermisst du gerade jemanden? Ich vermisse meine Familie. Sie lebt weit weg. Das tut mir leid, das kann traurig sein. Ja, aber wir telefonieren oft. Danach fühle ich mich wieder fröhlicher.
Wie fühlst du dich, wenn du anderen Menschen hilfst? Dann fühle ich mich nützlich und zufrieden. Zufrieden ist ein ruhiges, gutes Gefühl. Ich bin zufrieden nach einem ruhigen Tag. Und ich bin zufrieden, wenn ich einem Freund helfen kann. Bist du eigentlich ein geduldiger Mensch? Manchmal ja, manchmal nein. In der Schlange im Supermarkt bin ich oft ungeduldig. Ich auch. Warten fällt mir schwer. Dann werde ich schnell ungeduldig. Und wenn du warten musst, bist du dann auch genervt? Ja, total. Besonders wenn ich es eilig habe. In Eile zu sein ist wirklich unangenehm. Ja, das stimmt. Lass uns jetzt über schöne Erinnerungen sprechen. Wie fühlst du dich, wenn du an deine Kindheit denkst? Meistens fühle ich mich wehmütig. Wehmütig ist ein interessantes Wort. Es bedeutet, dass man sich gleichzeitig traurig und glücklich fühlt. Genau. Es ist ein sehr deutsches Wort. Ich denke an schöne Tage zurück und bin ein bisschen traurig, weil sie vorbei sind. Das ist sehr schön gesagt. Mir geht es oft genauso. Aber wir können auch neue schöne Erinnerungen machen. Das ist eine gute Einstellung. Und wie fühlst du dich, wenn du ein Kompliment bekommst? Ein Kompliment? Zuerst bin ich überrascht und dann fühle ich mich geschmeichelt. Geschmeichelt ist ein warmes, positives Gefühl. Ja, und manchmal bin ich dabei auch ein bisschen schüchtern. Schüchtern? Das hätte ich nicht gedacht. Du sprichst doch hier im Podcast. Stimmt, aber am Anfang war ich sehr schüchtern. Jetzt fühle ich mich viel sicherer. Sicher zu sein ist ein gutes Gefühl. Danke. Und wie ist es bei dir? Fühlst du dich selbstbewusst? In manchen Situationen ja, in anderen nicht. Das ist bei vielen Menschen so. Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst? Dann fühle ich mich zuerst beschämt oder erschrocken. Das ist ein schweres Gefühl. Aber jeder macht Fehler. Genau. Dann versuche ich, den Fehler wieder gut zu machen. Und danach fühlst du dich erleichtert. Ja, erleichtert zu sein ist ein sehr gutes Gefühl. Fühlst du dich manchmal eifersüchtig? Ja, manchmal. Zum Beispiel, wenn ein Freund etwas Tolles erreicht und ich nicht. Das ist normal. Ich bin auch manchmal neidisch. Eifersüchtig und neidisch sind sehr ähnlich. Ja, aber dann erinnere ich mich daran, dass ich auch viele gute Dinge in meinem Leben habe. Das ist eine gute Strategie. Dann fühle ich mich wieder zufriedener. Und wie geht es dir, wenn das Wetter lange schlecht ist? Wenn es lange regnet, fühle ich mich oft energielos. Energielos zu sein ist nicht schön. Das kenne ich gut. Dann brauche ich Musik und bewege mich ein bisschen in der Wohnung. Das ist eine gute Idee. Danach hast du wieder mehr Energie. Ja, dann fühle ich mich wieder voller Energie. Und was machst du in solchen Momenten? Ich trinke dann Tee oder schaue einen fröhlichen Film. Auch gut. Es ist wichtig, auf unsere Gefühle zu achten. Ja, Gefühle sind wie Signale. Genau. Wenn ich lange gestresst bin, weiß ich, ich brauche eine Pause. Und wenn ich lange traurig bin, weiß ich, ich sollte mit jemandem sprechen. Perfekt. Du verstehst das sehr gut. Danke. Das ist ein schönes Kompliment. Jetzt fühle ich mich geschätzt. Geschätzt zu sein ist ein gutes Gefühl. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch einen wichtigen Lerntipp mit euch teilen.
Ja, der passt sehr gut zu unserem Thema heute. Über Gefühle zu sprechen ist nicht nur gut für Gespräche, sondern auch sehr gut fürs Lernen. Warum eigentlich? Unser Gehirn lernt besser, wenn etwas mit Emotionen verbunden ist. Gefühle helfen uns, Dinge zu merken. Also lernen wir besser, wenn wir etwas fühlen und nicht nur auswendig lernen. Genau. Wenn du ein Wort lernst und dabei an eine echte Situation denkst, bleibt es länger im Kopf. Zum Beispiel das Wort traurig, wenn man sich wirklich einmal traurig gefühlt hat. Genau. Oder glücklich, wenn du an einen schönen Moment denkst. Das fühlt sich viel echter an als eine Wortliste. Ja. Deshalb ist es so hilfreich, über Gefühle zu sprechen, wenn man eine Sprache lernt. Man benutzt Wörter, die wirklich etwas bedeuten. Und man benutzt sie im richtigen Kontext, also in echten Situationen. Das hilft beim Verstehen und auch beim Sprechen. Ein guter Lerntipp ist deshalb: Verbindet neue Wörter mit euren eigenen Gefühlen. Zum Beispiel könnt ihr euch fragen, wann war ich das letzte Mal glücklich? Oder: Wann war ich müde, gestresst oder ruhig? Dann könnt ihr einen einfachen Satz auf Deutsch sagen. Zum Beispiel: Ich bin heute müde. Oder: Ich fühle mich gerade ruhig. Das muss niemand hören. Ihr könnt das auch nur für euch sagen. Genau. Wichtig ist, dass ihr Deutsch mit eurem Leben verbindet. So fühlt sich Lernen nicht trocken an. Und ihr merkt, Deutsch hilft euch, euch auszudrücken. Das motiviert viele Lernende mehr als Grammatikregeln. Gefühle sind ein natürlicher Teil unseres Alltags. Und deshalb sind sie ein sehr guter Schlüssel zum Lernen. Wenn ihr regelmäßig über eure Gefühle auf Deutsch nachdenkt oder sprecht, wird euer Deutsch automatisch besser. Schritt für Schritt und ganz ohne Druck. Genau. Und das ist einer der besten Wege, eine Sprache wirklich zu lernen. Und ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt auch ein bisschen erschöpft nach so vielen Wörtern. Ich auch. Es war ein langes Gespräch, aber ein sehr gutes. Wir haben heute über viele verschiedene Gefühle gesprochen. Über positive Gefühle wie glücklich oder zufrieden. Über negative Gefühle wie traurig oder gestresst. Und auch über komplexere Gefühle, die nicht immer leicht zu erklären sind. Zum Beispiel soziale Gefühle wie Eifersucht oder Einsamkeit. Oder körperliche Gefühle wie Hunger, Müdigkeit oder Erschöpfung. Ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt eine gute Grundlage. Ja, sie können ihre Gefühle jetzt besser benennen. Und das ist nicht nur wichtig für Deutsch, sondern auch fürs Leben. Wenn man sagen kann, wie es einem geht, verstehen andere einen besser. Genau. Und man fühlt sich oft auch selbst besser verstanden. Wir haben heute viele neue Wörter gehört. Vielleicht ist es gut, einige der wichtigsten noch einmal langsam zu wiederholen. Sehr gute Idee. So könnt ihr sie euch besser merken. Unser erstes Wort ist zufrieden. Zufrieden ist ein ruhiges, angenehmes Gefühl. Es ist nicht so stark wie glücklich, aber sehr positiv. Zum Beispiel, nach einem ruhigen Tag bin ich zufrieden. Oder: Ich bin zufrieden, wenn ich meine Aufgaben erledigt habe. Das nächste Wort ist gestresst.
Gestresst ist man, wenn man viel Druck hat und wenig Zeit. Zum Beispiel: Ich bin gestresst, wenn ich zu viele Termine habe. Dann hilft oft eine Pause oder ein kurzer Spaziergang. Ein weiteres wichtiges Wort ist aufgeregt. Aufgeregt kann etwas Positives sein, aber auch Nervosität bedeuten. Zum Beispiel: Ich bin aufgeregt, weil morgen mein Geburtstag ist. Oder ich bin aufgeregt vor einer Prüfung. Jetzt ein sehr einfaches, aber wichtiges Wort: satt. Satt bedeutet, dass man genug gegessen hat. Zum Beispiel: Nach dem Abendessen bin ich satt. Und das letzte Wort für heute ist erschöpft. Erschöpft ist stärker als müde. Zum Beispiel: Ich bin erschöpft nach einem langen Arbeitstag. Das waren 5 wichtige Wörter: zufrieden, gestresst, aufgeregt, satt und erschöpft. Versucht diese Woche mindestens eines dieser Wörter zu benutzen. Ihr könnt einen Satz laut sagen oder aufschreiben. Wenn ihr möchtet, schreibt euren Satz in die Kommentare. Wir lesen sie gern und freuen uns über eure Beispiele. Und jetzt fühle ich mich nach all dem Erklären nicht hungrig und nicht durstig. Sondern zufrieden. Genau. Ich auch. Und ein bisschen aufgeregt für die nächste Folge. Bevor wir Schluss machen, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Heute ging es darum, über Gefühle auf Deutsch zu sprechen. Von einfachen Sätzen wie Ich bin glücklich. Bis zu genaueren Beschreibungen von Gefühlen im Alltag. Wir haben auch gelernt, dass man mehrere Gefühle gleichzeitig haben kann. Und dass das ganz normal ist. Denkt daran, ihr müsst nicht alles perfekt sagen. Fangt klein an und übt regelmäßig. Und jetzt kommt unsere Frage des Tages. Die Frage lautet: Was war dein schönstes Gefühl in dieser Woche und warum? Vielleicht warst du glücklich, stolz, erleichtert oder einfach zufrieden. Schreibt es gern in die Kommentare. Das ist keine Prüfung und keine Hausaufgabe. Sondern ein Gespräch mit uns und mit anderen Lernenden. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns Deutsch geübt habt. Ihr macht das wirklich gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt ihr gern ein Like. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Nächste Woche sprechen wir wieder über ein neues Thema aus dem Alltag. Bis dahin passt gut auf euch auf. Und hört auf eure Gefühle. Tschüss und bis zum nächsten Mal.